Artificial Intelligence. Code accepted. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends. Im dritten Teil meines Videos über die Planung von Motorradtouren mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz möchte ich testen, inwieweit mein Motorrad-Reiseplanungsassistent auf Basis von ChatGPT schon technisch in der Lage ist, die Umsetzung einer analogen Motorradtour, zum Beispiel aus einem Artikel einer gekauften Motorradzeitschrift oder auf Basis einer selbst markierten Route auf einer Straßenkarte, in eine digitale GPX-Route für mein Navigationsgerät automatisiert ermöglicht. Mal schauen, was schon geht, und wenn dich das auch interessiert, dann bleib dran. Vielleicht sitzt ihr auch noch am heimischen Schreibtisch und blättert durch die Reisebücher oder Zeitschriften, um Anregungen für die nächsten Motorradtouren zu sammeln. Ich plane gerade die nächste Tour ins Allgäu und bin da auch auf einen tollen Artikel gestoßen. Im Anhang ist eine Zusammenfassung mit einer Routenübersicht abgedruckt, die ich gerne nachfahren möchte. Aber das Abtippen der Wegpunkte, um eine Routendatei zu erstellen, möchte ich mir ersparen. Das bringt mich auf die Idee, meinen KI-Assistenten zu nutzen. Mal schauen, was er zu der Route sagt und ob er mir aus dem Bericht eine Routendatei als Basis für meine Planung mit MyRoute App erzeugen kann. Als erstes fotografiere ich die Seite bzw. die Karte ab, um danach das Foto für die Analyse der Route in meinem Chatbot nutzen zu können. Die Route geht in Stötten am Auerberg los, über Markt Oberdorf, Obergünzburg, Böhen, Memmingen, Eck an der Münz, Kirchheim, Markt Tussenhausen, Bad Wörishofen, Obereck, Ottobeuren und zurück nach Stötten. Nachdem ich meinen Assistenten gestartet habe, fordere ich mit einem einfachen Prompt den Chatbot auf, den Screenshot von der Motorradzeitschrift zu analysieren. Hierzu lade ich das zuvor erstellte Foto hoch. Das Foto wird nun mit künstlicher Intelligenz analysiert und bereits nach wenigen Sekunden erhalte ich eine erste übersichtliche Reisebeschreibung. Im zweiten Schritt möchte ich auf Basis der Karte, wo der Routenverlauf markiert ist, eine detaillierte Streckenbeschreibung für den Rundkurs. Kein Problem für meinen Chatbot. Es werden sogar einige Highlights der Route und die Empfehlung für die Übernachtung ergänzt. Zum Schluss lasse ich mir eine GPX-Datei generieren und schaue mir das Ergebnis mit den Wegpunkten in MyRoute App an. Hierzu importiere ich die Datei, die mir ChatGPT generiert hat. Schauen wir uns das Ergebnis an. Naja, die Route passt noch nicht ganz im Vergleich zum Artikel der Zeitschrift und bedarf der manuellen Nachbearbeitung und Routenoptimierung. Aber die wesentlichen Wegpunkte sind alle übernommen und die Rundreise ist wie gewünscht im Uhrzeigersinn generiert.
Das spart mir viel Tipparbeit und meine Routenplanung ins Allgäu kann innerhalb weniger Minuten erstellt werden. Fassen wir nochmals zusammen. Ich habe in meiner Zeitschrift einen interessanten Artikel mit einer Tourenbeschreibung im Allgäu entdeckt. Die Zusammenfassung habe ich mit meinem Smartphone abfotografiert und zur Analyse des Fotos in meinen Chatbot geladen. Als Ergebnis erhalte ich Hinweise zu Highlights der Route und einen ersten Entwurf der Routenplanung als GPX-Datei. Jetzt schauen wir mal, ob mein Chatbot auch in der Lage ist, eine Route zu analysieren, die ich in einer herkömmlichen Straßenkarte markiert habe. Als erstes habe ich auf meiner Straßenkarte von der Schweiz mit einem roten Flipchart-Marker meine geplante Route eingezeichnet und die Karte dann abfotografiert. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, vor allem wie lange diese Rundtour ist und welche Etappen am besten geplant werden sollten. Aber dazu frage ich meinen Chatbot. Wie zuvor lade ich das Foto hoch und lasse meine rot markierte Planung analysieren. Aber schaut selbst, was die KI daraus machen kann. Ist das nicht super? Auch manuell eingezeichnete Routenverläufe in Straßenkarten werden korrekt analysiert. Daraus kann man natürlich auch wieder eine digitale GPX-Route erstellen. Diese Funktionalität hätte ich für die Reise ans Nordkap ganz gut gebrauchen können. Denn auf unserem Flur lag eine Karte von Norwegen im Maßstab 1:250.000 von Südnorwegen bis ans Nordkap, ungefähr 3 Meter lang, wo ich unsere Route erst grob eingezeichnet habe und dann mit viel Aufwand in den digitalen Routenplaner transformiert habe. Das wäre auch einfacher gegangen. Schauen wir uns auch hier die generierte GPX-Datei an. Ich importiere die Routendatei diesmal als Track in MyRoute App, um Wintersperren von Pässen auszuschließen. Diesmal war das Ergebnis nicht ganz so zufriedenstellend. Das liegt wohl auch daran, dass der Chatbot nicht ausreichend gut trainiert wurde. Ich gehe aber davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten mit den neuen KI-Modellen von ChatGPT die Qualität immer noch besser wird.
In diesem Sinne danke ich für das Zuschauen. Falls ihr die Gedankenanstöße gut findet, dann Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Tipps rund um das Motorradfahren und Reisen sehen wollt, dann lasst einfach ein kostenloses Abo da. Mich freut auch jede andere Unterstützung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen.